Herzlich willkommen, Sri Sri Ravi Shankar. Wir sind sehr froh, dass du heute da bist. We're very happy that you're with us tonight. Guten Abend. Is that correct thing to say now? Wie geht es dir? Alles klar? Our life becomes richer when there is some dance, when there is music. Das Leben wird so viel reicher, wenn Tanz da ist, Musik, There is some philosophy, Philosophie, science, Wissenschaft, service, Dienen and silence. und Wissenschaft. Silence. Stille. Stille. These things, no? Dance, music, Tanz, philosophy, science, service and stille. Tanz, Musik, Philosophie, Wissen, Dienen und Stille. These 6 things can make our life richer. Diese sechs Dinge können unser Leben so viel reicher machen. If we miss any one of it, then life is not complete. Und wenn eines davon fehlt, ist das Leben nicht komplett. Isn't it so? Today, we will have an encounter about silence, inner stille. Heute werden wir die innere Stille kennenlernen. That we will do. We'll do a short meditation. Wir werden eine kurze Meditation machen. Inner silence is the mother of all creativity, Und diese innere Stille ist die Mutter aller Kreativität, source of intuition, die Quelle der Intuition, storehouse of energy. die Quelle der Energie. And we all have it. Und wir haben sie alle. Only we have locked it and we have forgotten the key. Aber wir haben sie nur verschlossen und den Schlüssel verlegt. You know, it happens with you in the computer. Sometimes you forget your password. Das geschieht uns mit dem Computer. Wir vergessen manchmal das Passwort. In the same way, we all have this enormous wealth of silence in our hearts. Im gleichen Sinne haben wir allen diesen inneren Reichtum in But unserem Herzen. somehow we have forgotten how to tap it. Aber wir haben irgendwie vergessen, wie wir damit Kontakt aufnehmen können. This need to be understood. Das müssen wir verstehen. It's almost like someone who has insomnia. Das ist ähnlich wie jemand, der unter Schlaflosigkeit leidet. You know, people when they have insomnia, they find it so difficult to sleep. Die finden es plötzlich so schwierig zu schlafen. If you tell him, oh, sleeping is easy, they say, no, it's not, because I have forgotten how to sleep. Dann sagst du ihnen, nein, Schlafen ist so einfach. Sie sagen, nein, es ist es nicht, weil ich habe es vergessen. So today we had some dance, we had beautiful, beautiful music. Wir hatten wundervollen Tanz, wunderbare Musik. Now we should discuss something, some philosophy. Jetzt sollten wir Philosophie besprechen. Don't you think so? Denkst du das auch? Yeah. You know, often the pleasantries we exchange in our life are from a very superficial level. Oft sind diese Freundlichkeiten, die wir im Leben austauschen, kommen nur von einer Oberfläche. See,
we go to a hospital and you are visiting someone who is sick. You ask them, how are you? Wie geht es dir? And they say, alles klar. Wir gehen ins Spital und wir besuchen jemanden und fragen die Person, wie geht es dir? Und die Person sagt, alles klar. And when someone asks you, if someone brings you a glass of water, we say, thank you so much. Jemand bringt dir ein Glas Wasser und du sagst, vielen Dank. But that really not so. Aber bist du wirklich so dankbar? I'm not saying you shouldn't say thank you when you get a glass of water. Ich sage nicht, du sollst dich nicht bedanken, wenn du ein Glas Wasser But I bekommst. want you to notice, these words do not carry the depth. Aber ich möchte, dass du beobachtest, diese Worte haben gar nicht diese Tiefe. They're almost like the air hostess wishing you, have a nice day. Das ist mehr so wie die Flugbegleiterin, die dir einen schönen Tag wünscht. Yeah? But the same words, when it comes to you from someone very dear to you, close to you, it carries some vibrations. Aber wenn die gleichen Worte von einer Person kommen, die dir sehr nahe steht, dann ist eine Schwingung, die mit dabei ist. Isn't it so? Huh? This vibration conveys more than the words. Und diese Schwingung, die sagt viel mehr aus als die Worte. We have positive vibration, and we can, if we are stressed and upset, we emit negative vibration. Wir haben positive Schwingungen und wenn wir gestresst sind, dann können wir auch negative Schwingungen aussenden. You know, for no reason you feel like avoiding some people. Hasn't this happened to you? Ist es manchmal passiert, dass du ohne irgendeinen ersichtlichen Grund das Gefühl hast, diese Person möchtest du nicht treffen? For how many it has happened? Wer hat das schon erlebt? Or for no apparent reason you feel very good with somebody else. Oder ohne ersichtlichen Grund fühlst du dich plötzlich sehr gut mit jemandem. Isn't that so? Nicht wahr? This is because of the vibrations. Das ist wegen den Schwingungen. And neither at school nor at home anyone teaches us how to make our vibration positive. Und weder zu Hause noch in der Schule lehrt uns jemand, wie wir diese Schwingungen positiv machen können. If you're feeling negative, we live with that negative vibes. Wenn du dich negativ fühlst, dann leben wir weiter mit dieser negativen Schwingung. If you're depressed, if you're angry, if you're upset, we carry that because nobody has told us how to handle this mind, how to change our vibration into something very positive and vibrant. Wenn wir wütend oder depressiv sind, dann bleibt das sehr lange mit uns, weil uns niemand beigebracht haben, wie wir das verwandeln können in eine positive Schwingung. That is where I say art of living is essential. Und deshalb habe ich gesagt, die Kunst des Lebens ist so wichtig. It's education, how to change the negativity into positivity. Es ist eine Ausbildung, wie kann ich die Negativität in Positivität verwandeln? This is possible through few exercises. Using our breath, using our mind, our alertness, our intellect. Das ist möglich, indem wir einige einfache Übungen machen, unseren Atem benutzen, den Geist, den Intellekt. Are you all still here? Sind wir alle noch hier? 100%? 100%? Okay, now tell me what topic you would like me to speak tonight. Okay, sag mir, über welches Thema sollen wir heute sprechen? Service. Dienen. Okay. Go ahead. And then? Weiter, was noch? Frieden. Peace. Peace and love. Peace is our nature, so is love. Frieden ist unsere Natur und so ist es auch mit der Liebe. Then, Weiter.
decisions, how to make right decisions, Wie kann ich die richtige Entscheidung treffen? how to bring up the intuition in you. Yeah? Wie kann ich diese Intuition finden in mir? Guilt, Wie kann ich das Schuldgefühl loswerden? service, attachment. Dienen, Angebundenheit. And then, go ahead, weiter. Huh? Relaxation. Entspannung, Huh? Time, forgiveness, Vergebung, fear, Angst, karma, desires, Wünsche, love, Liebe, unity, Einheit, confidence, Selbstvertrauen, happiness, Glück, the master, der Meister, education, Ausbildung, nature, Natur, love, Liebe, honesty. Ehrlichkeit. Anything more? Noch mehr? Dying, dying, Sterben, meditation, Meditation, wisdom. Weisheit. Now tell me, Sagt mir, all these topics, if you really want to know, all diese Themen, wenn du die wirklich you wissen go to willst, library, go to Google, you get all this. da kannst du doch in die Bibliothek gehen oder unter Google schauen, dann weißt du alles. What if I know nothing about any of these topics? Und was wäre, wenn ich darüber überhaupt nichts wissen würde, über überhaupt kein Thema Bescheid wissen würde? What do we do now? Was machen wir jetzt? I don't know anything about any Ich of weiß- this topic. Überhaupt kein Thema hier Bescheid. Enjoy the time here. Die Zeit hier genießen. Tell me, does it really matter on what topic we speak? Sag mir, spielt es wirklich so eine Rolle, über welches Thema wir hier sprechen? How many of you say no? Wie viele von uns sagen Nein? It doesn't matter what topic we speak. How many Spiel- of you say it matters what topic we Wie speak? viele von uns sagen, es spielt eine Rolle, über was wir sprechen? Okay, good. You know, there are three levels of communication. One is head-to-head communication. Es gibt 3 Ebenen der Kommunikation. Die eine ist von Kopf zu Kopf. Another is head-to-heart communication. Die eine ist vom Kopf zum Herz. Third is heart-to-heart Und communication. die dritte Ebene ist von Herz zu Herz. If I say one more, that is soul-to-soul communication. Und vielleicht sage ich noch eine, das ist von Seele zu kommunizieren. Have you noticed sometimes people talk the same thing, but when they are talking, it appears they are arguing. Hast du schon mal beobachtet, manchmal sagen die Leute eigentlich genau das Gleiche, aber wenn sie miteinander sprechen, dann haben sie ein großes Argument. Have you noticed, how many of you noticed such, Wie viele such von uns haben das incidents? beobachtet, Such incidences? dass so was passiert ist? Why? The element of feeling, heart or trust is not there. Weil dieses Herz, die Herzensebene, dieses Vertrauen ist nicht wirklich da. Yeah? We convey more through our presence. I can sit and talk here about love for 1 hour, but just one look would convey more than that 1 hour of talk. Ich kann ja eine Stunde über Liebe sprechen, aber vielleicht ist ein Blick viel mehr wert als die ganze Stunde. Isn't it so? Huh? Kinder, you look into the eyes of the children Schau in die Augen der Kinder and they convey all the love. und die vermitteln all diese Liebe. A puppy, a dog in your home, Ein kleiner Hund zu Hause,
it goes round and round rennt, and conveys all its love. rennt um dich herum und vermittelt all diese Liebe. It doesn't have to say, oh, I love you so much. A child doesn't have to say, oh, mommy, I love you so much. Das Kind muss nicht sagen, oh Mami, ich liebe dich so In sehr. fact, verbalizing love reduces the love. Dieses Verbalisieren der Liebe vermindert manchmal sogar die Liebe. Right? Yeah? Richtig? I heard about somebody who gave a lecture about how to be happy for 3 hours. Ich habe mal gehört, dass jemand über das Thema gesprochen hat, wie kann ich für 3 Stunden glücklich sein? At the end of the lecture, everybody was so unhappy. Am Ende dieses Vortrages waren alle so unglücklich. Because they speak too much. Weil da They're viel, supposed to speak for 1 hour, they spoke for 3 hours. er sollte nur für 1 Stunde sprechen, aber hat für 3 Stunden gesprochen, viel zu viel. What I mean to say, there is something deep within us all. Aber neben den Worten tief in uns drin, da ist etwas, in uns When we are allen. in touch with this, we are so authentic Und wenn wir damit in Verbindung sind, sind wir so authentisch and we are so happy und so glücklich and we are full. There's a sense of fulfillment. und fühlen uns vollkommen. And meditation is attending to that Und Meditation aspect deep within us. ist eine Technik, die genau diesem Aspekt in uns Aufmerksamkeit gibt. See, life is very short. Just see, 70, 80 years of life just goes like that. Das Leben ist sehr kurz. Guck mal, 70, 80 Jahre des Lebens gehen einfach so vorbei. Isn't it? Half the time we spend in sleeping. Hälfte der Zeit schlafen wir, In the rest of the time we spend in bathrooms, in restaurants, in traffic jams, and Re- complaining and worrying. in der restlichen, Life gets finished. der restlichen Zeit sind wir im Badezimmer oder ruhen uns aus, sind im Stau, beklagen uns, machen uns Sorgen und dann ist das Leben vorbei. Yeah? That's why I said these 6 things we must not forget. Spend time in intellectually stimulating philosophy, Deshalb sage ich, diese 6 Dinge dürfen wir nicht vergessen. Intellektuell stimulierende Philosophie zu betrachten, some music, bisschen Musik, a little bit of dance, bisschen Tanz, science, Wissenschaft, service, zu dienen, whatever we can do to help others, was immer wir tun können, whatever we can do to bring joy and smile in others, we must do. ein Lächeln, Freude zu anderen zu bringen, das sollten wir tun. And then few moments of silence. Und dann ein paar Augenblicke Stille. So have I answered all your points, questions, Habe ich alle eure topics? Themen angesprochen, beantwortet? Huh? Anything left? Ist noch was übrig? Finish, no? All topics? Alle Themen sind beendet. Death. Death is inevitable. Der Tod ist unvermeidbar. Death means the mind separating itself from the body, and the link between body and mind, the breath stops. Tod bedeutet, dass sich dieser Geist vom Körper trennt und in diesem Augenblick verlässt uns der Atem. But by the law of thermodynamics, you know, matter and energy can never be destroyed. So the mind is energy, so it doesn't get destroyed. So even if you are separated from the body, you are still there, very much intact. Aber die Thermodynamik sagt uns, Geist und Energie können nicht zerstört werden. Und so ist es auch mit unserem Geist. Der Geist verlässt den Körper, aber ist nicht zerstört. You can know about it, no problem. If you go deep in some meditation techniques, you can understand how, you have no death at all. You are simply changing from one body to another.
Und das kannst du verstehen, wenn du tief in Meditation gehst, da gibt es Techniken, die dir zeigen können, dass du einfach von einem zum anderen Körper And the fear wechselst. disappears from you. Fear goes away. Und dann verlässt dich diese Angst davon. Yeah. And what is the topic? Welche Themen noch? Huh? Attachment. Diese Angebundenheit, Anhaftung. Why you want to get rid of attachment? Because it is giving you pain. Warum willst du deine Anhaftung loslassen? Nein. Weil es dir Schmerz bereitet, richtig? Why don't you make your attachment bigger? Warum machst du deine Anhaftung nicht noch größer? It is by nature that you get attached to your children, you get attached to your parents, your spouse, your friends. There is nothing wrong in it. But you should not become possessive. Es ist ganz natürlich, dass wir uns anhaften an die Kinder, die Eltern, die Partner, die Freunde, aber man sollte nicht besitzergreifend sein. Attachment, nothing wrong. But if the attachment becomes possessiveness, then you are troubling the person with whom you are attached. Anhaftung ist nichts And you Falsches. bring trouble to yourself. Aber wenn die Anhaftung besitzergreifend wird, dann bringst du dich selbst in Schwierigkeiten und du sorgst auch für die andere Person für große Probleme. So I would say your attachment should have wider range. Like you are attached to your children, you should be attached to other children also. Dehne deine Anhaftung aus. Du bist an deine Kinder angehaftet, sei auch angehaftet an andere Kinder. If not to the same degree, at least 50% more. Und vielleicht nicht zum gleichen Grad, aber vielleicht 50% mehr. Service is essential. All of us should do some little bit service, whatever possible service in our life, because that brings you immense satisfaction. Zu dienen ist so wichtig. Ein bisschen etwas, was immer dir möglich ist zu tun, ist so wichtig, weil das gibt dir so eine tiefe innere Befriedigung. Yeah. So when you are serving, your attachment will not cause you misery. Wenn du dienst, dann bringt dir deine Anhaftung nichts Negatives. You know that as parents you are there to serve your children. As children you are there to serve your parents. As spouse you are there to support each other. When you go with this feeling, with this attitude, life takes a different turn. Okay. Als Kinder weißt du, dass du deinen Eltern dienen sollst, und als Eltern weißt du, dass du deinen Kindern dienen möchtest. Die Partner wissen, dass sie sich um sich kümmern sollen, und das bringt dir eine große Befriedigung. Das ist nichts Negatives. Okay, I am going to give you 3 secrets. Are you ready for it? Ich möchte euch 3 Geheimnisse verraten. Bist du bereit dafür? 1 secret for ladies, Ein Geheimnis für die Frauen, 1 for men, eins für die Männer and 1 for both. und ein Geheimnis für beide. Yeah? Ready? Bereit? Ready? Bereit? Wake up. Wacht auf. So first the secret for women. Geheimnis für die Frauen zuerst. Never step on the ego of your man. Trete nie auf das Ego von deinem Mann. Always pump the ego of your man. Das Ego sollte immer aufgepumpt werden von deinem Mann. He may not be so intelligent. Er ist vielleicht gar nicht so intelligent. Not the fact that he married you or he is your friend. Aber die Tatsache, dass er dich geheiratet hat, But he may not be intelligent. But you should never say that you are not intelligent. You should simply tell him, you are the best man. You have the great brains. aber du darfst ihm nicht sagen, dass er nicht intelligent ist. Du musst sagen, du bist der Beste, du hast ein unglaubliches Gehirn. The whole world may say that he is a Schildburgenstreich. Die ganze Welt mag sagen, dass er ein Schildbürgerstreich ist, But you should not say. aber du darfst das nicht sagen. You should always say, you are the most brilliant person. Du solltest immer sagen, du bist die brillanteste Person. Boost the ego of man. Das Ego solltest du aufblasen des Mannes. You can tell him, just the fact you don't use your brain doesn't mean that you don't have it. Du musst ihm sagen, die Tatsache, dass du dein Hirn nicht benutzt, heißt noch lange nicht, dass du keines hast.
You are the more intelligent, most in. So never step on the ego of man. He should not try to prove himself to you all the time. You should give him that relaxation, that Trete nie auf confidence. das Ego von deinem Mann. Er sollte dieses Selbstvertrauen haben. Er sollte sich nicht beweisen müssen gegenüber dir. Okay? Then everything will go very smooth. Dann wird alles sehr sanft gehen. Now one secret for men. Jetzt ein Geheimnis für Männer. The man should not step on the emotions of a woman. Männer sollten nicht auf die Gefühle einer Frau treten. She may complain to you about her father, but you better don't open your lips. Sie mag sich vielleicht über ihren Vater beklagen, aber du solltest das nie tun. You know? And if she wants to go for shopping, don't say no. Und wenn sie shoppen gehen will, sag nie You have the nein. credit card. Zück die Kreditkarte. So whatever women are attached to emotion, she want to go on a pilgrimage or do something, music, dance. So we must not step on, the man should not step on the emotions of a woman. Emotion should be encouraged. Wenn eine Frau wirklich etwas tun will, dann sollte der Mann nie auf diese Gefühle treten, sollte das sogar ermutigen, diese Now, Tat. one wisdom for both. Jetzt eine Weisheit für beide. Never demand love from your spouse. Verlange nie Liebe von deinem Partner Or never even doubt it. und zweifle die Liebe nie an. If you find that their love for you is not that good as it was before, don't tell them, do you really love me? Don't ask them. Wenn du das Gefühl hast, vielleicht ist die Liebe nicht mehr ganz so groß wie bis dato, dann frage nicht, liebst du mich wirklich? You should only ask, why do you love me so much? Du solltest fragen, warum liebst du mich so sehr? If you find that their attention is going somewhere else, they don't love you so much, you should ask, why do you love me so much? Wenn du das Gefühl hast, dass die Aufmerksamkeit woanders hingeht, sie dich nicht mehr so lieben, dann solltest du fragen, warum liebst du mich so sehr? Because when you demand or ask proof for someone's love, it's such a burden Weil wenn du to Liebe, prove. Isn't it so? wenn du Liebe verlangst, dann ist das so eine große Belastung, diese Liebe zu beweisen. Huh? If someone tells you, come on, you prove me that you really love me, you say, my God. Wenn jemand sagt, How beweise do I mir, dass du mich prove? wirklich liebst, dann wirst du sagen, oh Gott. Isn't it? So don't put the load or burden on anybody else to prove their feeling for you. Lade nicht diese ganze Belastung auf die Schultern von jemandem, dass sie dir ihre Liebe beweisen müssen. So these are the three secrets Das sind die 3 Geheimnisse, to sail through all your relationship problems. um durch die ganzen Beziehungsprobleme zu navigieren. Do you think that the sense of your life or that what you should do in life is already fixed before the soul has incarnated into a body? Which method could we use to find out what we should reach in our life? Should everybody reach lightness, enlightenment? Was denkst du, was ist der Sinn des Lebens und ist der persönliche Sinn schon vorbestimmt, bevor wir inkarnieren? Und wie können wir unsere wahre Richtung im Leben finden? Sollte jeder von uns erleuchtet werden. In life, there are certain things which are fixed, and there are many things which can be changed. Das ist ein sehr, sehr großes Thema und ich habe darüber geschrieben im Buch Die Stille feiern. Aber in aller Kürze möchte ich sagen, gewisse Dinge im Leben sind vorbestimmt und einige Dinge können wir bestimmen. Oh. So this is a very deep philosophy of karma. Das ist eine sehr, sehr tiefe Philosophie And karma is not fatalistic. und das ist kein Fatalismus. You know, I would say like, it's going to be rainy, and you can't change it, but you can either get wet or not wet by carrying an umbrella or not carrying it. So By- that free will is what you have. Beispiel, es steht fest, es wird regnen und das kannst du nicht ändern, aber du kannst entscheiden, ob du nass wirst oder nicht. Du kannst entscheiden, ob du einen Schirm benutzt oder nicht. Yeah? In life events do happen. Either you move through with a smile or you go all the time grumble and be tensed and complain. This choice you have.
Und wir können auch unsere innere Haltung wählen. Wir können immer uns beklagen und Leid erfahren oder wir können auch mit einem Lächeln durch die Dinge durchgehen. Yeah, next. How to achieve your dreams if they are very hard to achieve? Wie kann ich meine Träume erreichen, selbst wenn es sehr schwierig ist oder scheint? How to achieve what? Your dreams, die Träume. Your dreams. Just stick to it and have faith and confidence it will happen. Habe das Vertrauen, dass es geschehen wird und halte daran fest. Yeah. Definitely meditation will bring good luck. Und ganz sicher wird dir die Meditation viel Glück bringen. Sri Sri, please tell us about forgiveness. How to forgive? Kannst du uns bitte sagen, wie wir vergeben können? You know, I want to tell you, don't forgive. Hold on to it. Guck mal, ob du daran festhalten kannst. Who is at loss? Wenn du festhältst, wer verliert? An event happened. Whether you did mistake or somebody else did a mistake, it finished. But if you're holding on to it, you are suffering. Ein Fehler ist geschehen. Aber wenn du daran, und so ist es einfach, aber wenn du daran festhältst, leidest du weiter daran. Isn't it so? Huh? Just imagine you are in that position. Suppose a mistake happened through you. Stell dir mal vor, du wärst in dieser Position und du hast einen Fehler gemacht. If someone else doesn't forgive you, doesn't understand you, hold you responsible for all your life, how would you feel? Und dann würde die andere Person dich das ganze Leben lang dafür in Verantwortung ziehen und immer daran festhalten. Wie würdest du dich fühlen? Huh? Very bad, horrible. Sehr schlecht. You forgive others not for their sake, for your own mind, so that you can save your mind. Und warum vergibst du? Wegen deinem eigenen Geist, dass du deinen eigenen Geist retten kannst. You know, in life, some pleasant things happen, some unpleasant things happen, some things we wish will happen, something we don't want happens. What happened has happened, finished. You put it back and move forward. Im Leben geschehen Dinge, die du möchtest, die nicht möchtest, angenehme, unangenehme Dinge. Lass sie los. Sei frei davon. Lass los. That is very important. Only to save your own mind. Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach um deinen eigenen Geist zu retten. In fact, if you see from a wider angle, you will find that every culprit is a victim of ignorance, of situation. And you will automatically feel compassion. Und wenn du das Ganze von einem größeren Blickwinkel betrachtest, wirst du sehen, dass eigentlich in jedem Täter auch ein Opfer steckt. Und dann hast du plötzlich einen ganz anderen Blickwinkel auf das Gleiche. You know, to make your life richer, I would suggest you should spend 5 days in different places. Ich möchte vorschlagen, damit du dein Leben reicher machen kannst, verbring mal 5 Tage an verschiedenen Orten. 1 day in a school. Ein Tag in der Schule. With children, young children. Mit Kindern, kleinen Kindern. 1 day in a madhouse. Ein Tag in einem Irrenhaus. In a mental hospital. Ja, Madhouse. in einer Psychiatrie. 1 day in jail. Ein Tag im Gefängnis. 1 day with the farmer who is sowing the seed and working with the mud. Einmal mit einem Bauer, der die Samen sät und mit der Erde arbeitet. Are you getting it? 1 day as a school teacher. Einmal als Lehrer, When you are teaching kids, wenn du Kinder unterrichtest. you understand what it is to teach. Wenn du Kinder unterrichtest, verstehst The du, was es role of a bedeutet, teacher. ein Lehrer zu sein. That makes you very rich. Das macht dich sehr reich. When you are with the farmer, just digging the soil, just there, being there, Wenn du ein Bauer bist und einfach mit der Erde it arbeitest, enriches you in some unknown manner.
das bereichert dich in einer ganz unbekannten Art und Weise. Similarly, when you are with the crazy people, Und wenn du mit verrückten Menschen bist, you realize same thing is in the outside world also. People just talk anything they want. und dann merkst du, das Gleiche ist auch in der äußeren Welt. Die Menschen reden einfach, was sie wollen. Nobody can upset you later. Dann kann dich niemand mehr aufregen später. And when you are in a prison, one day in prison, you will understand the pain of and suffering of a victim. Und wenn du im Gefängnis bist, dann kannst du nachempfinden den Schmerz, der ein Täter empfindet. And one day, just by yourself, with the nature. Und ein Tag nur für dich selber mit der Natur. Yeah. Good. जय चिराधरमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल. Herzlich willkommen, Sri Sri Ravi Shankar. Wir sind sehr froh, dass du heute da bist. We're very happy that you're with us tonight. Guten Abend. Is that correct thing to say now? Wie geht es dir? Alles klar? Our life becomes richer when there is some dance, when there is music. Das Leben wird so viel reicher, wenn Tanz da ist. Sechs Dinge können unser Leben so viel reicher machen. If we miss any one of it, then life is not complete. Und wenn eines davon fehlt, ist das Leben nicht komplett. Isn't it so? Today, we will have an encounter about silence, inner stille. Heute werden wir die innere Stille kennenlernen. That we will do. We'll do a short meditation. Wir werden eine kurze Meditation machen. Inner silence is the mother of all creativity, Und diese innere Stille ist die Mutter aller Kreativität. source of intuition, Die Quelle der Intuition. storehouse of energy. Die Quelle der Energie. And we all have it. Und wir haben sie alle. Difficult to sleep. Die finden es plötzlich so schwierig zu schlafen. If you tell him, oh, sleeping is easy, they say, no, it's not, because I have forgotten how to sleep. Dann sagst du ihnen, nein, Schlafen ist so einfach. Sie sagen, nein, es ist es nicht, weil ich habe es vergessen. So today we had some dance, we had beautiful, beautiful music. Wir hatten wundervollen Tanz, wunderbare Musik. Now we should discuss something, some philosophy. Jetzt sollten wir Philosophie besprechen. Don't you think so? Denkst du das auch? Yeah. You know, often the pleasantries we exchange in our life are from a very superficial level. Oft sind diese Freundlichkeiten, die wir im Leben austauschen, kommen nur von einer Oberfläche. See, we go to a hospital and you are visiting someone who is sick. You ask them, how only we have locked it and we have forgotten the key. Aber wir haben sie nur verschlossen und den Schlüssel verlegt. You know, it happens with you in the computer. Sometimes you forget your password. Das geschieht uns mit dem Computer. Wir vergessen manchmal das Passwort.
In the same way, we all have this enormous wealth of silence in our hearts. Im gleichen Sinne haben wir allen diesen inneren Reichtum in But unserem Herzen. somehow we have forgotten how to tap it. Aber wir haben irgendwie vergessen, wie wir damit Kontakt aufnehmen können. This need to be understood. Das müssen wir verstehen. It's almost like someone who has insomnia. Das ist ähnlich wie jemand, der unter Schlaflosigkeit leidet. You know, people when they have insomnia, they find it so difficult. Musik, There is some philosophy, Philosophie, science, Wissenschaft, service, Dienen and silence. und Wissenschaft. Silence. Stille. Stille. These things, no? Dance, music, Tanz, philosophy, science, service, and stille. Tanz, Musik, Philosophie, Wissen, Dienen und Stille. These 6 things can make our life richer. Diese sechs